am Schweinestall und der Jan hat schon im Hofladen groß eingekauft. Nein, nicht groß, nur ein bisschen Schwein. Sind glücklich die Schweinchen, die machen Geräusche hier. Da sind die Hühner, von denen wir gestern Eier gekriegt haben. Der Hof. Da sitzt meine Lebensliebe und trackert Richtung Holland. Das Massaker von Oradour am 10.06.1944 war eines der schlimmsten Massaker überhaupt, die in Westeuropa verübt worden sind. Mit 643 Getöteten wurde das ganze Dorf komplett im Erdboden gleichgemacht durch die deutsche Waffen-SS als Rache für die ganzen Anschläge der Resistance, die extrem zunahmen in diesem Zeitraum, um die Verlegung einer Waffen-SS-Division in die Normandie vor der Landung zu verhindern. Unglaublich, was wir mit Sunshine in den letzten 5 Wochen gefahren sind. Hier ist Dakar, da stand Sunshine im Zolllager. Dann sind wir hochgefahren an die marokkanische Grenze, haben Mauretanien durchquert, die Westsahara, ganz Marokko, sind hier übergesetzt nach Spanien, sind durch Spanien gefahren und mittlerweile schon durch halb Frankreich. Jetzt ist es nicht mehr weit. Wir gehen jetzt Türmchen gucken. Richtig großes Schloss. Wir haben heute Nacht auf einer Haselnussfarm übernachtet, die ganz leckere Haselnussprodukte machen. Wenn man die im Hofladen kauft, zum Beispiel Haselnussöl oder Haselnussaufstriche oder Honig mit Haselnüssen, dann kann man kostenlos im Garten campen. Jan, was machst du mit diesem tollen ghanaischen Decathlon-Karton? Der ist bis Dakar geflogen und jetzt mit Sunshine bis Frankreich im Bus gefahren. Ich mache den kleiner, weil wir sind nicht mehr in Afrika und da kann man leider nicht mehr 50 mal 95 Kilo mitnehmen. Wir sind jetzt begrenzt auf 80 mal 50 mal 30 Zentimeter
für den Flixbus. Reisen in Europa macht super Spaß, wenn das Auto älter ist als 2017. Jan versucht gerade irgendeinen Weg zu finden, dass wir trotz Umweltzonen noch heute Richtung Calais kommen. Wir stehen vor der Umweltzone in Rouen. Rouen. Und da dürfen wir nicht reinfahren. Es gibt aber auch in keinster Weise irgendwie eine ansatzweise adäquate Umgehungsstraße, die sie freigeschaltet haben. Oder dass man auf der Hauptstraße bleibt, um einfach eine Durchfahrt genehmigt zu bekommen. Gibt's nicht. Jan ist Sunshine zwischen Dakar und Amsterdam 50 Meter gefahren, weil er nicht reinpasst. Da ist das Lenkrad im Weg mit den Knien und Das ist alles ein bisschen... passt nicht. Ist halt ein Mädchenauto. Sunshines Besitzer hat nicht nur einen guten Autogeschmack, sondern einen sehr guten Motorradgeschmack. Er hat eine Tenere, so wie wir. Connected.